Leute, ich weiß, die KI-Modelle sprießen gerade schneller als meine Haare. Aber ich verspreche euch, das hier ist ein Banger. Ich zeige euch ja mittlerweile schon nur noch die allerbesten der besten Large Language Models. Und Mistral hat gerade ihr neues Modell veröffentlicht. Mixtral 822B. Komplett unzensiert und komplett gratis zum Runterladen und bei euch ausführen. Ihr könnt es auf eurem eigenen Rechner laufen lassen, speziell nur für eure Cloud deployen. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Auch fein trainieren und öffentlich stellen für alle anderen ist natürlich kein Problem. Das ist offensichtlich ein riesiges Ding, wenn man dann noch hört, dass es in manchen Tests so gut ist wie GPT-4 oder Claude 3. Es ist zwar immer noch ein bisschen dahinter, aber das alles eröffnet Möglichkeiten, die wir bis vor kurzem noch nicht hatten. Das kann man jetzt natürlich auch debattieren, was wir natürlich schon gemacht haben. Aber Mixtral 822B ist ein neues, wirklich starkes Basismodell. Und das aus Frankreich, also aus der EU. Ja Mensch, sind wir vielleicht doch nicht ganz aus dem Rennen, ha? Was erstmal also aussieht wie ein Rechtschreibfehler, das ist natürlich voller Absicht. Mixtral von Mistral. Mistral ist die Firma, Mixtral das Modell. Denn es ist ein Sparse Mixture, daher das X, of Experts Model mit 8 Experten, von denen jeder 22 Milliarden Parameter hat. Deswegen 8 und 22b. Mixture of Experts ist eine super Strategie, wenn man seine Modelle skalieren möchte. Denn nicht alles davon muss dann auf einmal in eure Grafikkarte oder in euren Arbeitsspeicher geladen werden. Leider braucht es davon trotzdem relativ viel. Aber schauen wir uns zunächst die Performance in den offiziellen Benchmarks an. Auf der Model Card finden wir leider nur eine Handvoll Benchmarks, die wir aber durchaus auch mit den kommerziellen vergleichen können. Zunächst einmal MMLU, der die Fähigkeit zu argumentieren testet. Hier landet Mixtral bei den Benchmarks über Gemini Pro, Claude 3 Haiku und GPT 3.5. HelloSwag betrachtet eher so Allgemeinwissensfragen. Hier schneidet Mixtral sogar nochmal besser ab als Googles Gemini Ultra 1.0. Upsi. Nur bei Mathe sollte man sich nicht zu sehr auf Mixtral verlassen. Der GSM 8K-Test prüft Grundschulmathematik, wobei die moderneren Modelle alle eigentlich über 90% schaffen und Mixtral schafft hier leider nur 74%. Und während ich das Skript schreibe, also am 17.04., ist auch endlich dann der Blogpost aufgetaucht von Mistral selbst. Spannend finde ich dabei vor allem diese Grafik hier. Multisprachliche Fähigkeiten. Das erste Mal, dass ich tatsächlich einen extra Benchmark für die Nutzung eines Modells in einer anderen Sprache als Englisch sehe. Endlich mal. Ich beziehe mich jetzt hier mal nur auf Deutsch versus Englisch und ich denke, das ist auch für die meisten von uns am wichtigsten. Immerhin ist das Video auf Deutsch. Nutze ich das Modell auf Deutsch, dann wird es etwa 3,6% schlechter im MMLU-Test. Und sogar volle 12,6% schlechter im Allgemeinwissenstest HelloSwag. Im ARC-Test, der eine Art Intelligenztest sein soll, ist das Modell auf Deutsch sogar 34% schlechter als auf Englisch. Einfach nur, wenn ihr das Modell auf Deutsch fragt und nicht auf Englisch. Wow! Und sehr schön, dass ich das jetzt wirklich mal schwarz auf weiß sehen kann. Denn es ist irgendwie klar, dass die Modelle nicht ganz so gut auf Deutsch funktionieren wie auf Englisch. Aber hier jetzt mal das Ganze zu sehen, das ist dann doch beeindruckend. Damit ist das deutsche Mixtral 822B natürlich deutlich schlechter als das englische Mistral 7B, das übrigens nur einen Bruchteil der Parameter hat. Wir bleiben also bei dem ganzen Test am besten auf Englisch, damit wir es vergleichen können. Aber was heißt das? Wie genau schneidet Mixtral denn jetzt für ITler ab? Ihr wisst, ich habe an diesem Benchmark eine ganze Weile gefeilt und damit auch schon Gemini und Claude 3 getestet. Also lasst uns diesen Benchmark auf Mixtral 822B auch mal anwenden. Und wenn euch solche Themen interessieren, ich darf auch wieder zu einem meiner Live-Vorträge einladen, denn die Job.io von Get in IT findet auch wieder statt. Das Thema ist dieses Mal IT Consulting. Die Messe findet am 16. Mai schon statt. 14 Uhr bis 18 Uhr. Und ich darf gleich wieder den allerersten von sehr vielen spannenden Vorträgen halten. Bei mir wird das Thema dieses Mal ein Cybersecurity-Thema sein. NIS 2, die wahrscheinlich größte Änderung für Cybersecurity in Deutschland für dieses Jahr. Aber natürlich gibt es dort noch andere Experten, die dort auch Vorträge halten. Ihr könnt euren Lebenslauf durchchecken lassen und die Firmen direkt persönlich und ganz einfach online kennenlernen. Chattet unverbindlich mit ihnen und wenn es passt, könnt ihr sogar direkt euch bewerben. Selbstverständlich ist das für euch kostenlos,
Also kommt auf jeden Fall vorbei, zumindest um mir ein paar Fragen am Ende des Vortrags zu stellen. Meldet euch am besten direkt mit dem Link unten in der Beschreibung an. Ich freue mich auf euch, wir sehen uns dort. Eine Sache gibt's allerdings, ein kleiner Haken, wenn ihr so wollt. Mixtral verlangt für dieses Modell eine wahnsinnig starke Hardware. Im Sinne von bitte sei Millionär, sonst kannst du das Modell nicht ausführen. Dazu müssen wir nochmal ganz kurz über die Ausführung von Large Language Models lokal bei euch auf dem Rechner sprechen. Mixtral gibt es in 16-Bit Floating Point. Das heißt, jeder einzelne dieser Parameter in unserem Modell benötigt 16 Bit auf meiner Grafikkarte, weil er einfach als eine 16-Bit-Zahl gespeichert wird. Oder alternativ in meinem Arbeitsspeicher, wenn ich das Modell auf meiner CPU ausführe und nicht auf der Grafikkarte. Wir haben 8 mal 22 Milliarden Parameter, also 176 Milliarden Parameter insgesamt. Laut dem Blogpost stimmt die Angabe nicht ganz so genau. Es sind wohl tatsächlich keine echten 22 Milliarden pro Expert, von denen wir 8 Stück haben, sondern insgesamt hat das Modell 141 Milliarden Parameter. Trotzdem, wahnsinnig viele. Na gut, packe ich das gesamte Modell also auf meine Hardware, bräuchte ich also etwa 282 GB Speicher. Egal ob Grafikkartenspeicher oder Arbeitsspeicher. Und das wird so nicht passieren, denn ich kann mir keine Grafikkarte für ein paar 10.000 Euro leisten. Tatsächlich steigt der benötigte Verbrauch sogar nochmal, wenn ich das wirklich auch dort laufen lasse. Also nicht nur einfach lade, sondern auch wirklich was ausführe, was ja eigentlich schon der Plan ist bei so einem KI-Modell. In etwa sagt man 2 bis 3 Mal die Größe des Modells bräuchte man im RAM. Also bräuchte ich etwa 565 GB bis eher 846 GB Speicher. Nicht Festplatte, RAM oder GPU-Speicher. Ja, nein. Sparse Mixture of Experts ist da schon ein wenig humaner, deutlich humaner, wenn man so möchte. Denn nicht alle Experten werden gleichzeitig angesprochen. Sprich, es müssen nicht alle Experten gleichzeitig auf unseren Speicher geladen werden. Wenn nur 4 Experten statt 8 geladen werden, dann halbiert das den Speicherbedarf. Mistral selbst sagt dazu, es werden statt der 141 Milliarden Parameter nur 39 Milliarden Parameter tatsächlich benötigt. Und das ist natürlich ein Gamechanger. Also 78 GB, um das Modell zu laden und mindestens 156 GB bis eher 234 GB brauche ich zum Ausführen. Trauer setzt allerdings trotzdem ein. Aber mit dem Problem sind wir natürlich nicht alleine. Niemand von uns hat 250 GB RAM oder gar Grafikkartenspeicher. Und deswegen gibt es noch die Quantisierung. Mixtral 822b hat auch die Modelle in 8-Bit und sogar in 4-Bit veröffentlicht. Dabei werden natürlich die Ausgaben ein bisschen schlechter. Immerhin hat jeder Parameter plötzlich nur noch halb so viel Speicher, kann also nicht so viel Genauigkeit darstellen, oder sogar nur noch 4-Bit, also ein Viertel von dem Speicher. Das heißt, die Parameter sind ein bisschen ungenauer, wenn ihr so wollt. Aber das heißt natürlich trotzdem, 4-Bit statt 16-Bit, jeder Parameter hat nur noch ein Viertel der Größe. Und das wiederum heißt plötzlich, euer Modell wird plötzlich statt den besagten 156 bis 234 GB nur 39 bis 59 GB im Speicher brauchen. Ich habe eine Nvidia 3090, die hat 24 GB Speicher, was tatsächlich das meiste war, was ich überhaupt bekommen konnte. Und ich kann es trotzdem leider nicht laufen lassen. Ich bräuchte mehr als noch eine Grafikkarte mehr oder halt ein deutlich stärkeres Modell. Leider haben aber auch meine 64 GB Arbeitsspeicher, die ich habe, im Test nicht gereicht. Ich habe es probiert, sowohl mit Python direkt zu laden, weil könnte ja knapp reichen, wenn ich 59 brauche, als auch über die Web UI und ich hatte leider nur Abstürze. Das Aufnahmeprogramm lief natürlich dann auch nicht, weil ich brauche ja den Speicher. Aber wie gesagt, es hat auch leider hier für die CPU nicht geklappt. Das scheint mal wieder, als würde Windows zu viel belegen von dem, was ich da habe. Und ja, Linux, I'm coming. Ich habe aber wirklich keinen schwachen Rechner. Und lokal laufen lassen ist mit dem Mixtral 822b in meinem Fall nicht möglich gewesen. Das ist natürlich schade. Mehr RAM wäre natürlich eine Option. Aber ich glaube, von den wenigsten von euch kann man 128 GB RAM verlangen für die schlechteste Variante dieses Modells.
Und dazu kam natürlich für mich noch, ich möchte nicht die 4-Bit-Variante für euch testen, sondern die 16-Bit-Variante, was natürlich gar nicht geht. Aber hier ist natürlich nicht Ende der Fahnenstange. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Online-Dienst benutzen, aka Le Cloud. Es gibt sogar tatsächlich eine eigene Web-Oberfläche von Mistral selbst, genannt übrigens Le Chat, mit der ihr verschiedene Modelle nutzen könnt. Also im Grunde sind sie damit genau gleich wie OpenAI, Claude oder Gemini. Dort werden aber leider andere Modelle genutzt, nämlich Mistral Large, Mistral Next und Mistral Small, die tatsächlich gar nicht open sind, also nicht Open Weight zumindest. Das wollen wir ja aber eigentlich nicht testen. Dann kann ich im Endeffekt gleich Claude 3 oder GPT-4 nehmen. Also bin ich zurück zum guten alten Gesichtsumarmer. Hugging Face meine ich natürlich. Dort kann man mit einer Kreditkarte sich auch einfach die Modelle selbst in eine Cloud deployen und dann einfach privat benutzen. Und ja, was soll ich sagen? Die allermeisten Cloud-Server schaffen das Modell auch nicht. Ich brauche bei Amazon einen Server mit 4 A100 Grafikkarten drin. Das sind diese Dinger hier. Hey, die sind ja gerade immerhin 16% reduziert. Nur noch ein bisschen mehr als $30.000 pro Stück. Der Server kostet mich deshalb natürlich auch $16 pro Stunde. Eine schöne Alternative war daher für mich Le Plateforme von Mistral selbst. Heißt wirklich so. Da kann ich dann wie bei Claude, GPT-4 und Co. eine Python-Bibliothek benutzen, um Antworten für euch zu bekommen und für euch natürlich den Benchmark durchführen. Absolut easy und wirklich, wirklich schnell und deutlich günstiger. Ich habe dazu also ein sehr minimalistisches Python-Programm geschrieben, das sich von nun an auch nicht mehr groß ändern wird. Ihr könnt es gerne selbst auch nutzen. Im Grunde laden wir nur das richtige Modell, öffnen dann Prompt und die Aufgabe und schauen uns an, was Mistral dazu meint. Evaluieren muss ich natürlich immer noch selber. Für Konversationen musste ich das Ganze ein bisschen umständlicher gestalten, aber das geht schon. Im ersten Benchmark wollte ich wieder die Fähigkeiten testen, Code zu verstehen. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, der mir einfällt, ihr wisst es, ist das Assembly. Der Assembly-Code wurde sofort im ersten Aufruf von Mistral verstanden und perfekt mit Kommentaren versehen. Wirklich gar keine Probleme. Der zweite Aufruf hat sofort passenden C-Code erstellt. Ich bin mir wirklich sehr sicher, dass diese KI sehr, sehr gut Code lesen kann. Ich habe nichts zu meckern, das sind volle 100 Punkte. In unserem zweiten Test wollte ich Claude Tests schreiben lassen für JavaScript-Code und dabei sollten sowohl Unit-Tests als auch Frontend-Tests erstellt werden. Die Ergebnisse waren auch hier wieder beeindruckend, um das mal so zu sagen. Im ersten Aufruf hat Mistral eine relativ vollständige Testausgabe für die Unit-Tests erstellt, inklusive Edge-Cases wie zum Beispiel Null oder sehr außergewöhnliche Zeichen. Leere Strings waren nicht dabei, das ist ein bisschen schade gewesen. Auch die UI zu testen im zweiten Aufruf hat sehr, sehr gut funktioniert. Tests wurden dabei erstellt und sind dabei wirklich ziemlich vollständig gewesen. Ich bin tatsächlich sehr beeindruckt. Das sind 95 Punkte von mir mit ein bisschen Abzug, weil es am Ende noch Tokens verschwendet hat, um die Tests dann mit Python ausführbar zu machen, was natürlich extra Geld kostet. Und da wären mir mehr Tests deutlich lieber gewesen. Aber trotzdem ist das wirklich, wirklich gut. Wenn man das mehrfach ausführen und damit ergänzen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich beliebig viele sich ergänzende Tests auch bauen lassen kann. Wie ihr wisst, ist der dritte Test die Coding Challenge bei uns auf der Bootstrap Academy. Und auch hier habe ich ziemlich beeindruckende Ergebnisse für euch. Einfache und mittlere Challenges sind gar kein Problem. Natürlich. Auch Claude 3 so nett hat die natürlich auch easy geschafft. Dass nun aber auch ein vollständig kostenloses und vor allem offenes Netz, das ich auch feintunen kann und das wahrscheinlich auch noch feingetuned wird und auf meiner Hardware theoretisch ausführen kann, dass das schafft, das ist großartig. Ich habe aber natürlich auch die harten Challenges getestet, auch wieder 2 Stück. Wir erinnern uns, Claude 3 Opus, das aktuell beste Modell im Test, hatte davon eine geschafft und eine nicht. Leider hat Mistral hier keine davon geschafft. Aber ich bin trotzdem ziemlich beeindruckt von der Performance. Immerhin leichte Challenges und mittlere sind nicht so einfach. Ich würde 2 Stunden brauchen. Deswegen sind das 66 Punkte. Kommen wir zu unserer Refactoring-Aufgabe in C++. Hier hatte Gemini Ultra vollständig versagt, Claude 3 aber absolut gewonnen.
Mixtral ist hier tatsächlich gar nicht mal schlecht. Es wurde ausschließlich die Stelle überarbeitet, die ich markiert hatte, was ich genau so haben wollte. Mixtral überarbeitet sie aber nicht nur, es optimiert den Code auch. Es werden ungenutzte Variablen entfernt, es wird ein Teil des Codes ausgelagert und die Schleife wird auch verbessert, was den Code insgesamt deutlich lesbarer macht. Das war wirklich gut, nur einige stilistische Feinheiten haben mir gefehlt, beispielsweise eine Variable, die grundsätzlich immer false war, wurde nicht entfernt, weil sie, I don't know, wichtig aussah. Aber das war schon mal ziemlich gut. Das sind 90 Punkte von mir. Wir kommen wieder einmal zur Königsdisziplin. Einem beinahe unschaffbaren Problem, das bislang auch wirklich nur Claude geschafft hat in einer grundlegenden Form. Und das uns im Alltag richtig viel Zeit kostet. Auf einer bestehenden Codebasis weiterarbeiten. Und zwar komplett mit allem Code, den wir haben, den geben wir rein und wollen dann eine Antwort auf eine Frage haben. Ich gebe also den gesamten Code vom Bootstrap Academy Admin Dashboard Frontend ein und stelle dann im Endeffekt eine Frage, genauso wie es der Issue auf GitHub definiert. Ich mache es ganz kurz für euch. Mixtral gibt mir eine relativ simple Antwort. Die Eingabe ist zu lang. Okay, Honig. Im nächsten Test wollte ich wissen, wie gut klappt eigentlich ein Code-Audit? Kann ich kleinere Fragmente auf Sicherheitslücken überprüfen? Das ist natürlich bei den kommerziellen Modellen immer ein bisschen schwierig, denn man möchte nicht unbedingt mit Sicherheitslücken hausieren gehen. Und gerade bei Security, die Modelle sind eher zensiert. Ja, das heißt, da wird es mir manchmal einfach nicht sagen, wenn irgendwo eine Schwachstelle drin ist, weil es nicht möchte, dass ich Hacking-Tätigkeiten mache. Mixtral gibt mir aber die Möglichkeit dazu, alles zu tun, was ich möchte. In meinem Fall heißt das aber, die Sicherheitslücken werden sofort, problemlos und sehr schnell identifiziert und ich bekomme hier direkt auch einen Fix vorgeschlagen für meine Schwachstellen im Code. Das sind 100 Punkte von mir. In einer großen Codebasis konnte ich das natürlich nicht testen, werde ich aber, sobald die Eingabelängen auch bei diesen Modellen das erlauben. Das Netzwerklayout zu generieren hat mich in der Vergangenheit bei den anderen Modellen immer ein kleines bisschen verzweifeln lassen. Ich versuche eigentlich ein mehr oder weniger einfaches Netzwerklayout mit Mermaid zu visualisieren und gebe dazu eigentlich alle Anforderungen mit ins Prompt. Lustigerweise ist hier in diesem Test das erste Mal Mermaid kein so richtig großes Problem. Die Workstations, die VLANs und so weiter, die erscheinen alle. Schwierigkeiten bekommt Mixtral dann erst mit dem Gruppieren. Aber selbst die IP-Adressen doppeln sich nicht in der Ausgabe. Im Gegenteil, sie sind sogar sehr sinnvoll verteilt und quasi gruppiert, wenn man das so möchte. Und je nach Access Point bekommt man eine eigene IP zugewiesen. Die Datenbank, die Drucker, es sind eigentlich alle Systeme da und sinnvoll zugänglich gemacht worden. Einzig die sinnvoll gut gruppierte Ausgabe war da so ein kleines Problem. Intuitiv wurde mir hier auch übrigens eine FortiGate Firewall eingebaut und ein Cisco Router verbaut. Das war nicht von mir, das hat das Modell entschieden. Finde ich spannend, ein bisschen biased natürlich, aber es freut mich zu sehen, dass tatsächlich so viel funktioniert. Ich gebe hier 80 Punkte. Die nächste Aufgabe war das Skalieren einer doch relativ komplexen Cloud-Anwendung in der Amazon AWS Cloud mit 3 Instanzen eines Load-Balanced Web-Servers, eine AWS Aurora MySQL Datenbank als R5X Large Instanz, Redis für Caching, AWS SQS mit 2 Medium Workern und einem gegebenen Load Pattern. Das alles habe ich in die Eingabe gepackt und habe gesagt, zu viel CPU-Auslastung, mach irgendwas. Es kamen insgesamt 9 Vorschläge von Mixtral zurück, allesamt durchaus sehr gut brauchbar. Die Kosten und der Impact wurden auch grob abgeschätzt und es wurde auch erklärt. Was mir aber stark gefehlt hat, war die Priorisierung. Ja, Vorschlag 1 und 2 würde vermutlich schon ausreichen und sind dann recht schnell zu machen gewesen, aber die Vorschläge danach waren meines Erachtens nicht so gut strukturiert. Ich hätte am liebsten eine Prioritätsliste gehabt. Je kleiner der Aufwand und je größer der Impact, je weiter nach oben kommen die. Hier habe ich vor allem die Ausgabe von Claude 3 Opus im Kopf, die das alles deutlich ausführlicher und auch deutlich strukturierter beleuchtet hatte. Mixtrals Antwort ist aber trotzdem für den beruflichen Alltag, denke ich, durchaus gut genug. Das sind 80 Punkte. Aber wie sieht es eigentlich mit der Identifizierung von Sicherheitsproblemen auf einer gegebenen Netzwerkstruktur aus? Hier habe ich mal wieder die gnadenlos unsichere deutsche Schule als Beispiel genommen, die ich schon die letzten Tests hatte. Ich wollte dann eine Liste mit den 3 schlimmsten Bedrohungen in diesem Szenario haben. Denn dass wir in diesem Szenario was ändern müssen,
Das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis gewesen, eher, wo fangen wir an, wo priorisieren wir. Das ist ja meistens das, was man in der IT-Security macht. Mixtral präsentiert als erstes den quasi ungepatchten Mail-Server, dann die Netzwerktrennung und schlechte Passwörter. Prioritäten hoch und medium. Als dritte Bedrohung mit der Priorität niedrig kommen die potenziell unsicheren Geräte im Klassenzimmer. Das ist nicht unbedingt falsch, nur eben halt nicht perfekt. Der Mail-Server ist hier tatsächlich vermutlich die höchste Priorität, weil man da einfach von außen drauf zugreifen kann. Und jetzt habe ich lange über die anderen nachgedacht. Vermutlich könnte man durchaus an die zweite Bedrohungsstelle die fehlende Netzwerksegmentierung nehmen. Dann ist mein Netzwerk separiert, dann sinken die Risiken für die alte Firmware der Smartboards und gleichzeitig, dass die Studenten wann und wo sie wollen immer ins Netzwerk kommen. Auch die Kameras, die eine Schwachstelle für sich sind, wären dann nicht mehr ganz so dramatisch. Fixt man dann noch Punkt 3 mit den unsicheren Klassenzimmergeräten, wird es tatsächlich deutlich besser. Ich bin erstaunt, wenn auch nicht ganz 100% zufrieden, weil die Prioritäten bei mittel und niedrig anzuordnen, das würde ich vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber es war sogar tatsächlich besser als das, was Opus ausgegeben hatte, finde ich. Das sind 80 Punkte. Nun wollte ich Daten von der KI automatisch analysieren lassen. Das geht bei ChatGPT super gut, aber das liegt halt daran, dass ChatGPT Daten in einer virtuellen Umgebung ausführen kann und direkt bei sich alles analysiert. Dadurch hat es quasi mit sich selbst eine Art Dialog. Claude 3, Gemini und leider auch Mixtral können das nicht. Während aber Claude 3 und Gemini mir wenigstens Vorschläge machen, bekomme ich von Mixtral, wenn ich meine Daten da mitsende, einfach gar keine Antwort. Nicht mal ein Fehler. Ich war ehrlich gesagt sehr, sehr verwirrt und habe nicht ganz verstanden, warum ich einfach eine leere Ausgabe bekomme. Und ohne die Tabellendaten habe ich eine ganz normale Antwort erhalten, wie ich das mit Python selbst machen könnte. Da das aber für mich mehr zu Coding zählt, wie ich das mit Python hinbekomme, und weniger zu Data Science, gibt es hier natürlich leider 0 Punkte von mir. Und natürlich ist auch Mixtral kein bildgenerierendes Modell. Eine UI kann ich darin nicht erzeugen. Es kann keine Bilder bauen. Deshalb gibt es auch im Test, ob ich eine UI visualisieren kann mit einer Beschreibung, 0 Punkte. Auch Bilder analysieren und verstehen, so multimodaler Kram, wie zum Beispiel ChatGPT, Gemini oder Claude das alle können und ihr das vielleicht auch kennt, auch das geht mit Mixtral nicht. Ich kann keine Bilder in die Eingabe mit eingeben. Daher kann es euch auch keinen Code aus einem UI-Mockup erstellen. Also geht leider Mixtral auch in diesem Test mit 0 Punkten aus. Eine weitere sehr, sehr wichtige Aufgabe für uns ist der Kundensupport. Viele von uns kommunizieren selbst mit dem Kunden und die Probleme oder Wünsche zu verstehen, das ist manchmal sehr, sehr schwer. Alles andere als einfach auf jeden Fall. Manchmal würde ich sagen, das ist sogar das Schwerste an unserem Job. Und hier steigen in meiner persönlichen Wahrnehmung Modelle, die auf meiner Hardware laufen können, nochmal deutlich in der Wichtigkeit. Denn wenn ich das Modell bei mir auf meinem Server laufen lassen kann, auf einem Server, der im Keller steht, zum Beispiel, dann sind das feste monatliche Kosten. Klar, so ein Server kann teuer sein, aber es sind trotzdem feste Kosten. Habe ich mehr Aufrufe, weil zum Beispiel mehr Support gebraucht wird, dann steigen die Kosten nicht. Die Antworten brauchen halt einfach ein bisschen länger und werden dann halt eher nachts generiert. Ich brauche aber ja nicht unbedingt sofortige Antworten mit meinem Server und für meinen Kundensupport. Aber wenn ich dieses Modell nicht selbst hosten kann, sprich nicht auf meiner eigenen Hardware ausführen kann, dann muss ich ja pro Aufruf an die API bezahlen. Sprich, jede E-Mail, die ich beantworte, jede Support-Nachricht, die ich schreiben lasse, kostet mich ein bisschen Geld. So, und das ist ein Angriff, den Hacker benutzen können, um mir zum Beispiel automatisiert einfach irgendwelche schlechten Support-Nachrichten zu schreiben und dann einfach zu warten, bis ich pleite gehe. Denn ich muss ja jedes Mal ein paar Cent bezahlen, um denen zu antworten. Läuft der Server bei mir im Keller, ist mir das ziemlich egal. Und umso mehr freut es mich, dass Mixtral 822b in diesem Test komplett rasiert hat. Gegen den Strich, und zwar im positiven Sinne. Ich habe es zwar überhaupt nicht hinbekommen, den bösartigen Client zu bauen, aber das lag vermutlich eher an mir. Mixtral, das ein Support-Mitarbeiter imitiert hat, hat einem wirklich schäumenden Claude 3 Opus-Kunden nach einigen Nachrichten alles Wichtige, was es gebraucht hat, um diesen Fehler zu beheben, aus der Nase gezogen. Und ich bin wirklich sehr, sehr happy damit. Mixtral war dabei empathisch und
ist sehr, sehr strategisch vorgegangen, hat versucht, den Kunden so gut es ging zu beruhigen und hat alles Wichtige an Informationen bekommen. Und das ist alles, was wir im Support brauchen. Wir brauchen die Informationen, müssen aber mit den Emotionen umgehen können. Und ja, das könnte ich jetzt alles bei mir tatsächlich aufbauen und Nachrichten von Mixtral für mich beantworten lassen. Anschließend lasse ich mir das natürlich in einem Dialog zusammenfassen und habe plötzlich alles, was ich brauche, ohne das, was drumherum läuft. Und gleichzeitig habe ich einfach einen datenschutzkonformen Bot in meinem Keller stehen. Das ist wunderbar. Und wie gesagt, ein Server, der dann halt je nach Last eine Weile braucht zum Antworten, ist nicht dramatisch. Aber eben nicht Kosten pro Aufruf, sondern feste Kosten pro Monat. Das sind wirklich sehr beeindruckende 100 Punkte hier. Mixtral 822b ist also ein wirklich kompetentes Modell. Es hält mit GPT-4, Gemini und Claude mit. In manchen Punkten läuft es natürlich ein wenig schlechter. Dafür läuft es in anderen Punkten sogar fast ein bisschen besser. Und vor allem auf grundsätzlich eigener Hardware, auch wenn es dafür wirklich sehr, sehr starke Hardware sein muss. Grafikkarte und damit $16 pro Stunde muss ja nicht unbedingt sein, aber auch ein Rechner mit starker CPU und 128 GB RAM ist natürlich nicht günstig. Dennoch holt sich das Modell 791 Punkte. Und wenn man bedenkt, dass es weder Bilder erstellen noch verarbeiten kann, was wir alles in den Tests drin haben, und wenn man bedenkt, dass Code ausführen gar nicht geht und leider auch die Eingabelänge noch begrenzt ist und es für alle diese Kategorien 0 Punkte gab, dann ist Mixtral 822b durchaus in der Lage, in der oberen Liga mitzuspielen, sofern ihr nur diese Sachen nutzt, die das Modell eben auch wirklich kann. Wollt ihr den restlichen Kram, dann nutzt ein anderes Modell, Stable Diffusion zum Beispiel. Aber das Tolle ist, das ist das Basismodell von Mixtral 822b. Das ist noch nicht einmal wirklich für Code optimiert. In diesem Moment, da bin ich mir sehr sicher, arbeiten Wissenschaftler von der ganzen Welt wahrscheinlich gerade daran, Mixtral nochmal fein zu trainieren, für Code zu optimieren, vielleicht sogar nur für Python-Code. Und das wird dann zwar ein sehr inselbegabtes Modell, aber ich bin mir fast schon sicher, dass das alles andere für Coding toppen wird. Und dann kommen ja noch LoRa's und Co. obendrauf und plötzlich haben wir einen oder mehrere unglaublich gute AI-Agents. Und darauf freue ich mich.